ist schon richtig Bums in der Bude. 100% vergleichbar mit 30 Kubikzentimeter. Kann man das sagen? Man spürt, genau, man spürt eben nicht, dass es ein Akkugerät ist. Man spürt einfach nur. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute Akkukettensägen von Makita an. Und eigentlich, da wir fast von jedem Gerät eine Variante da, die komplette Akkukettensägen-Range von Makita hier auf dem Tisch heute für euch kurz mal durch die Unterschiede gegangen. Ich sage Akkukettensäge und ihr sagt? Wir probieren das nochmal. Ich sage Akkukettensäge und ihr schreibt in die Kommentare? Benzin ist besser, Benzin ist viel besser, Benzin macht hier, wow, 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 wow. Und darüber wollen wir heute auch noch mal reden. Denn wenn ihr sagt, wir sollen mal diese Geräte gegen Benzin testen, dann schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. War jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren. Ich dachte so, jetzt fragst du noch mal final, weil dann machen wir das nämlich. Denn Makita gibt an, dass zum Beispiel dieses Gerät vergleichbar ist mit einem 35 Kubik Gerät. Ja, und 35 Kubik ist schon so ein bisschen Bums, zumindest ein bisschen. Und wenn Sie sagen, das hier ist eigentlich sogar besser, dann sollten wir es vielleicht mal testen. Aber da kommen wir gleich zu. Wir fangen einfach mal kurz an und ich möchte einfach mal euch durch die komplette Range hier mal durchführen, was es alles gibt und was sind denn eigentlich die Unterschiede. Fangen wir also vorne an beim kleinsten Gerät und auch physisch dem kleinsten Gerät, den DUC254C in dem Fall. Und was macht man da? Nee, Freunde, schaut mal hier. Das hier ist ein bisschen mehr als nur denn wir haben hier eine Kettengeschwindigkeit bis zu 24 Metern bei diesem kleinen Gerät, 18 Volt und es geht trotzdem. Das Interessante hier bei dem Gerät ist Folgendes. Wir haben hier ein Top-Handle-Gerät, das kennt ihr alle, und wir haben hier zusätzlich nochmal, es geht die 254 und die 254C. Die C-Variante hier steht hier für Carving, das heißt, ich habe hier ein anderes Schwert drauf im Vergleich zum Beispiel zu dem hier. Das ist einfach dazu da, um eher Schnitzarbeiten zu machen, Baumschnitzarbeiten und da entsprechend Skulpturen zu machen und so weiter und so fort. Dass da so ein riesiger Markt ist, hätte ich persönlich auch nie gedacht, aber er ist da und dann haben wir auch viele als Hobby, sowas zum Beispiel zu benutzen. Leider muss man aber sagen, dieses Gerät hier ist nur für den gewerblichen Einsatz gedacht. Dafür brauchst du Schein A, B, C, D, E, F, G und das musst du auch nachweisen, wenn du das Gerät kaufst. Allgemein würde ich auch sagen, ist das hier kein Gerät auf jeden Fall für Anfänger. Aber das ist erstmal egal. Wir wollen ja die Unterschiede uns anschauen. Das Interessante an dem Gerät ist, dass wir hier wirklich eine beachtliche Leistung haben. Und was ich als Sicherheitsfeature besonders schön finde, ist eben genau das hier, nämlich hier dieser Schalter. Wir haben ein akkubetriebenes Gerät und wenn wir jetzt einfach hier hingreifen, wird es ja gegebenenfalls angehen. Das wollen wir nicht, sondern wir klicken hier drauf, dann geht es an. Ja, wir könnten jetzt theoretisch anwerfen, aber natürlich müssen wir hier den noch hochdrücken. So und wir lassen los und es geht nicht wieder an. In unter einer Sekunde geht das Ganze aus. Das ist ein klassisches Gerät, was du zum Beispiel auch mit hier am Gürtel hast. Deswegen hast du hier auch den Haken. Hängst dir das Gerät hier mit an den Gürtel. Was du nicht willst, ist, dass es jetzt hier angeht. Das willst du auf keinen Fall. Funktioniert auch nicht, weil das in unter einer Sekunde, und so schnell kriegst du es auf jeden Fall nicht an den Gürtel runter, ausgeht. All das haben wir hier mit dabei. Das ist ein echt wichtiges Sicherheitsfeature. Unter anderem, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist hier auch die Kettenfalle, die wir hier dran haben. Wenn die Kette mal reißt, das Ganze ist aus Metall und ist bei allen Sägen gleich. Das ist hier dran, bei allen Sägen komplett aus Metall. Möchtest du auf jeden Fall genau so haben, wenn was passiert und auch schön dicht hier entsprechend dran. Eine Besonderheit bei dem Gerät ist übrigens noch Folgendes, und zwar du kannst sehr feinfühlig über diesen Schalter die Geschwindigkeit einstellen, also von relativ langsam zu etwas schneller. Und schnell, da kommen wir auch noch gleich nochmal dazu. Aber fangen wir erstmal mal bei Einstellen oder langsam an. Moment, ich zeige es euch hier einfach so auf dem Tisch, oder ihr hört das ja wahrscheinlich sogar eher. Braucht man das? Weiß ich nicht. Man kann auf jeden Fall auch ein bisschen die Geschwindigkeit justieren. Was wir hier aber haben, das Gerät hat einen Boost-Modus. Und zwar ist es so, dass hier die C-Variante so 22,5, 23 Meter in der Sekunde hat. Finde ich schon relativ schnell, schön. Aber wir haben hier den Boost-Modus und damit können wir noch eine höhere Geschwindigkeit bekommen. Und zwar kannst du es einschalten, auch hier durch diesen Schalter. Schaut mal hier. Wir drücken jetzt hier mal drauf. Und jetzt ist es an. Und
Und dann haben wir noch eine höhere Geschwindigkeit. Das ist echt der Hammer, wie schnell die dann dreht und dementsprechend auch wie durchzugstark sie dann ist. Kommen wir zu DUC 307. Übrigens über die Preise sprechen wir auch gleich nochmal. DUC 307, eher so Heim und Garten. Eher, glaube ich, auch etwas für den Privatgebrauch, weil der Profi will sich auf jeden Fall nicht dieses Gerät, sondern eins aus dem 40 Volt Gerät, 40 Volt Bereich holen. Ich habe leider etwas falsch gesagt, und zwar, das ist das einzige Gerät, was keinen Kettenfänger aus Metall hat. Haben wir hier nicht mit dabei, also nicht aus Metall zumindest. Das Ganze ist auch werkzeuglos und du kannst hier bei meisten Geräten, je nachdem in der Range, auch zwischen werkzeuglos oder doch mit Werkzeug hier dich entscheiden. Also da bist du nicht festgelegt. So, kommen wir zum Gerät. Einmal 18 Volt hier mit dabei. Und dementsprechend auch nicht so viel Kraft wie die anderen Geräte, aber dann doch irgendwie schon. Denn wir haben hier ein Gerät, wo wir keine extrem hohe Kettengeschwindigkeit haben. Denn das ist wirklich für den eher einfachen Anwender, für den Privatgebrauch gedacht. Damit wirst du nicht in den Wald gehen. Aber ein großes Sicherheitsfeature, aus meiner Sicht zumindest, ist es, wenn zum Beispiel die Kettengeschwindigkeit etwas runtergesetzt ist, dadurch kann Kickback nicht so leicht passieren oder noch weniger ausrichten und so weiter und so fort. Ja, das wird also weniger schnell zurückgeworfen und du hast etwas mehr Sicherheit. Deswegen ist es hier so, dass wir nur eine Geschwindigkeit haben zwischen 7 und 8 Meter in der Sekunde. Ergo viel langsamer auch durchs Material gehen. Ja, ihr seht auch hier, wie wir es mal ausprobiert haben, wir kommen schön durch, es geht, ist alles kein Problem, es ist einfach nur langsamer. Aus meiner Sicht ist es langsamer, dementsprechend auch sicherer. Was wir aber sagen müssen ist, wir haben hier keinen Direktantrieb, sondern wir haben hier eine Übersetzung. Die 7 Meter sind zwar langsam, aber das Gerät hat richtig Kraft. Das ist also sehr kraftvoll durch die Übersetzung und eigentlich schaffst du es hiermit nicht, sie quasi tot zu drücken. Du drückst und drückst und drückst, aber sie hält ihre Geschwindigkeit und du bekommst sie nicht ausgedrückt. Dafür ist diese Übersetzung halt da und die sorgt dann dafür, dass du trotzdem schön geschmeidig durch dein Holz durchkommst. Übrigens haben wir bei dem Gerät hier so um die 600 Watt. Die hier hat etwas knapp unter 600 Watt. Und bei beiden gibt es noch eine Sache, die anderen nicht haben. Und zwar, wir haben hier keine Metallkrallen dran. Das ist nochmal wichtig für euch zu wissen. Die Metallkrallen gibt es erst ab der nächsten Größe. Kommen wir jetzt zu 36 Volt und zwar zu DUC 353. 36 Volt heißt in dem Moment hier, wir haben zwei 18 Volt Akkus drin. Nicht wie bei 40 Volt, wo wir auch sehr viel Kraft haben, aber in einem Akku. Hier brauchst du immer beide Akkus drin. Das ist ganz wichtig, denn wenn du eins rausnimmst, dann ist das Ganze nicht mehr funktional. Also nur mit einem Akku keine Chance. Wenn einer auch leer ist, keine Chance. Dann ist Ende im Gelände, wie man so schön sagt. Hier haben wir auf jeden Fall schon wirklich den ersten Punkt so Richtung richtig Leistung und zu Professionalität, wobei ich das schwierig finde, weil es sind eigentlich alles Geräte für Profis, bis auf vielleicht die eine hier. Unterschiede hier ist folgendes. Und zwar haben wir hier zum Beispiel auch das erste Mal hier das Ganze in Metall ausgeführt, können es richtig in den Baum reinkrallen und entsprechend losarbeiten. Zusätzlich haben wir hier oben den Knopf, um zu sehen, wie voll die Akkus sind. Ja, das sehen wir hier und können hier wieder genauso wie beim anderen Gerät auch sie einschalten. Hier ist das Ganze auch wieder die werkzeuglose Verstellung. Hier unten haben wir den Kettenfänger aus Metall und wir haben hier ein Gerät mit 1100 Watt. Das ist schon nicht zu verachten. Das Gerät hat schon richtig Bums, 20 Meter Kettengeschwindigkeit. Aber jetzt gehen wir mal rüber zur nächsten Größe und vielleicht fangen wir doch eher mal hier an, und zwar bei der UC002G, ja, auch wieder ein Top-Händel-Gerät, hier mit 40 Watt, also mit einem einzelnen Akku 40 Watt. Hier ist schon richtig Bums in der Bude. Das Gerät hier ist in der Klasse mit 1400 Watt. 1400 Watt und 100% vergleichbar mit 30 Kubikzentimeter. Also schon ein ordentliches Gerät und jeder, der das hier mal in der Hand hatte, wird sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Hier geht es richtig voran. Auch hier ist es so wieder, wir haben den Knopf hier zum Einschalten. Wir haben hier keinen Boost-Modus, denn mit 25 Meter Kettengeschwindigkeit sind wir hier schon recht weit vorne dran. Zusätzlich haben wir auch den Knopf, also den Schalter und können es recht feinfühlig einstellen. Ich finde auch feinfühliger als bei der anderen. Ich zeige euch das mal.
So feinfühlig, wie ich es halt hinkriege. Und wo ich gerade diese Mutter sehe, überall, wo wir es nicht werkzeuglos verstellen, ist es hier so, dass wenn ich diese Mutter hier runterdrehe, ja, ich sie nicht einfach verlieren kann, sondern die Mutter bleibt hier an dem Kunststoff dran hängen und kann nicht einzeln irgendwo rumkullern und verloren gehen. Das haben alle Maschinen, die nicht werkzeuglos sind. Finde ich eine sehr clevere Sache. Kommen wir jetzt zur Top-Spitzenklasse UC012G, UC016G. Die beiden unterscheiden sich eigentlich fast gar nicht. Das sind eigentlich komplett identische Maschinen. Für euch ist hier eigentlich nur eine Sache wichtig, und zwar hier mit Werkzeug, hier ohne Werkzeug. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Es gibt noch jeweils hier auch eine Variante mit einem kürzeren Schwert, 35 cm, und auch hier 35 cm, und die beiden hier haben aber 40 cm. Und ich sage euch, die ziehen wirklich ordentlich die Wurst von der Stulle. Wie man hier sieht, ist es so, dass wir ordentlich Geschwindigkeit machen können. Wir kommen super schnell durchs Holz, denn wir haben hier ein Gerät mit 1600 Watt. Also wirklich nochmal, 1600 Watt. Und die beiden Geräte sind 100% vergleichbar mit einem 35 Kubik Gerät, also 35 Kubik Benzin Kettensäge. Ein Hinweis aber, empfohlen wird hier der 5 Ampere, der 40 Volt 5 Ampere einzusetzen. Nicht so wie das, was wir benutzt haben, den 4.0er. Der klappt auch, aber gerade auch im Sinne der Laufzeit macht das hier schon wesentlich mehr Sinn. Nochmal 40 Volt. Sind 40 Volt, und das ist wirklich kein Gerät mehr, wo man sagen kann, ja, also Benzin. Ich persönlich bin der Meinung, dass du hier mit einem vergleichbaren Benzingerät langsamer bist. Kommen wir nochmal zum Thema Preis, und denkt dran, ihr findet unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich, oder geht einfach auf gotools.de, gibt es die ganzen Maschinen auch. Und ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ja zwischendurch immer noch etwas andere Modelle noch dazu. Zusätzlich verlinke ich dir nochmal alle technischen Daten hier oben im Werkzeugvergleich. Denn dort gehst du vielleicht nochmal drauf und votest nochmal, was ist denn dein Lieblingsgerät? Welches würdest du dann nehmen und welches wäre das Gerät deiner Wahl, weil so leicht ist das nur auch nicht. Nimmst du so ein 36 Volt Gerät mit 2 Akkus, oder sagst du, ja, die einfache hier würde mir reichen, oder soll es schon 40 Volt sein? Ja, finde ich interessant, bitte stimm doch einfach mal ab. Und einige von euch werden sagen, Mensch, es gibt ja noch so viel über die Maschinen zu sagen. Ja, aber wir sind ja heute auch im Kompaktformat. Deswegen gibt es nicht alle Informationen bis in den letzten Rest. Und ich wollte euch mal so die groben Unterschiede hier mal sagen. Es gibt noch so viele Sicherheitsfeatures und auch andere Dinge, wie zum Beispiel hier, das ist zum Beispiel Spritzwasser geschützt. Oder man könnte noch, nee, wir bleiben mal dabei, das muss für heute auch wirklich reichen. Was mich interessiert ist, sollen wir mal einen richtigen Hardcore-Test machen? Sollen wir die mal gegen Benzin testen? Wenn ja, gegen welches Gerät dann eigentlich? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ich kann nur sagen, ich habe ein paar Schnitte mit den Geräten gemacht, und das war schon echt nicht schlecht. Also vor allem auch, ich persönlich habe wirklich die hier getestet, weil ich wissen wollte, kann man sie wirklich ausdrücken? Nee, kann man nicht. Kann man wirklich nicht. Und mit der hier habe ich mal auf Zeit ein bisschen geschnitten, mal 10 Schnitte gemacht, zack, 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 zack. Also schon echt, also vor allem wie ruhig sie in der Hand liegt, ist erstaunlich. Und die Kraft, man spürt quasi, wie kann man das sagen? Man spürt eben nicht, dass es ein Akkugerät ist. Man spürt einfach nur, geht voran und man hat keine Abgase. Und ist nicht so laut. Ich mag das. Akku ist schön. Ihr kennt mich ja. Akku ist super. Aber jetzt stimmt bitte unten ab. Ich sage jetzt ran ans Werkzeug bis zum nächsten Mal, und ich suche mir jetzt noch einen Baum.